Die fragen, wie oft muss ich überhaupt nach Hamburg kommen? Kann ich mir überhaupt ein Heidecke-Haarsystem holen, weil ich nicht aus Hamburg komme? Und kann ich auch meine eigenen Haare bei einem anderen Friseur schneiden lassen? Ja, genau diese Fragen möchte ich dir in diesem Video erklären. Ja, wie oft muss man nach Hamburg kommen? Ja, spannende Frage. Ich freue mich, das will ich vorab sagen, ich freue mich natürlich immer über einen Besuch von euch, aber ich möchte es natürlich auch versuchen, so, dass ihr so wenig wie möglich nach Hamburg kommen müsst, wenn ihr natürlich aus München kommt oder von weiter her. Ich fange mal an. Wenn ihr zum Beispiel eine Online-Beratung bucht über FaceTime, WhatsApp oder Skype, dann kann es sogar möglich sein, dass ihr nur einmal nach Hamburg kommen müsst. Das heißt, ihr kriegt eine Anpassung, die Schulung und seid erstmal durch für ein Jahr. Wenn ihr natürlich ein System habt, was nicht so lange hält, dann kann der Besuch vielleicht auch zweimal sein im Jahr. Ich habe auch Kunden aus dem Ausland, die kommen nach Hamburg, lassen sich gefühlt 10 Haarteile einschneiden und die sehe ich dann 3 Jahre gar nicht. Also ihr seht selber, es liegt ein bisschen daran, wie viele Systeme ihr bekommt von mir und wie viele Monate oder Jahre könnt ihr damit überbrücken. Oder wenn ihr zum Beispiel einmal im Monat zum Service kommt, dann seid ihr natürlich 12 Mal im Jahr bei mir. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell und unterschiedlich. Im Endeffekt könnt ihr selber entscheiden, wie oft ihr nach Hamburg kommen wollt, damit ich euch oder für euch ein Programm entwickle und das euch auch dann, ja, wie gesagt, auch so gestalte, dass wir ungefähr einschätzen können, wie oft ihr nach Hamburg kommen müsst. Kann ich zu einem normalen Friseur für meine Seiten gehen, weil die wachsen ja nach? Ja, na klar kann man das. Wenn ihr natürlich einen Friseur eures Vertrauens habt, würde ich natürlich Bescheid sagen, dass ihr ein Haarsystem habt. Dann könnten Sie die Seiten hochklappen und ganz normal nachschneiden. Wichtig ist es halt nur, dass ihr aufpasst, dass ihr nicht ins Haarsystem schneidet, weil es natürlich nicht nachwächst. Aber ansonsten ist das natürlich möglich. Das Haarsystem wächst nicht. Ansonsten in unserem anderen Kategoriebereich, in unserer Academy, seht ihr ja auch, wie schneide ich meine Haare selber und vielleicht hast du ja Lust darauf, dir das Video auch mal anzuschauen und gehst mal selber an deine Seiten. Deswegen haben wir es ja gedreht für euch. Abgesehen von den Tipps, die ich dir in diesem Video gegeben habe, kannst du deine Haare natürlich auch selber schneiden. Wie das Ganze geht, wirst du in diesem Video erfahren.